Lange hat es gedauert, nun ist es endlich Wirklichkeit. Friendship spendiert seinem legendären Brettchenbelag Dr. Evil einen Schwamm. Beim Dr. Evil handelt es sich generell um eine mittellange Noppe, die von Friendship ursprünglich nur in der schwammlosen OX-Version angeboten wird. Die Noppenköpfe sind ungeriffelt und nur leicht griffig. In der Sonderanfertigung mit dem 1,5 mm dicken Lightning Sponge dient hier nun ein hellgelber, feinporiger, mittelharter Schwamm als Unterlage. Ungeschnitten bringt der Belag so etwa 46 Gramm auf die Waage. Der Preis des in China gefertigten Belags liegt regulär bei etwa 19 €. Im Dots-Test zeigt sich der Belag recht direkt, relativ langsam und recht unempfindlich für ankommende Rotation. Im Einkontern wird klar, dass sich der Belag aufgrund seiner sehr linearen Geschwindigkeitsentwicklung sehr kontrolliert spielt. Tendenziell liegen die Spieleigenschaften unserer Meinung nach etwas näher an einer Kurz- als an einer Langnoppe. Trotzdem tauchen die Bälle stark ab und weisen einen doch recht spürbaren Störeffekt auf. Als Gegenüber muss man sich hier auf verspringende Bälle einstellen. Obwohl wir den Dr. Evil generell eher als Rückhandbelag sehen, präsentiert er sich auch auf der Vorhandseite in einer wirklich erstaunlichen Form und sollte sich auch für etwas aktivere Schläge und durchschlagende Schüsse eignen. Im tischnahen Blockspiel spielt der Evil durch seine tendenziell eher niedrige Geschwindigkeit und die relativ niedrige Schnittanfälligkeit eine hohe Kontrolle aus. Blocks lassen sich wiederholt sicher spielen und gut platzieren. Auch hier ist ein geringer Störeffekt sichtbar. Die Bälle bekommen einen gewissen Kick. Auffällig ist, dass man als Gegner von den eher langsamen Returns genervt ist, weil diese den Spielrhythmus doch etwas aus der Bahn werfen und man häufig falsch zum Ball steht, weil dieser eben kürzer kommt, als man erwarten würde. Auch in der langen Abwehr kann sich der Dr. Evil sehen lassen. Mit dem richtigen Winkel lassen sich flache Abwehrbälle erzeugen. Allerdings liegt das Augenmerk hier auf Sicherheit und Bringen statt auf Störeffekt oder Unterschnittentwicklung. Erstaunlicherweise gelingen darüber hinaus selbst Topspin-artige Schläge aus der Halbdistanz fast mühelos, erzeugen aber logischerweise kaum Effet. Dies ist vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass das Obergummi aus der gleichen Gummimischung besteht wie die des Friendship 804, einem restgriffigen Anti.
Mit der Schwammversion des Dr. Evil bekommt ihr also abschließend gesagt eine kontrollierte, mittellange Noppe, die erstaunlicherweise sehr variabel einsetzbar ist und dabei einen spürbaren Störeffekt mitbringt, durch den man den Spielrhythmus des Gegners durcheinanderwirbeln kann. Hinzu kommt, dass der Belag relativ ein- und umsteigerfreundlich ist und sich mit leicht angepasster Kurznoppen bzw. Noppeninnentechnik gut spielen lässt.